time as long as he doesn't get to know himself. And so, at his 16th year, the boy in the prime of his life went hunting with his friends, but he lost them. So he got lost in the woods, and he stood down somewhere, and he heard a branch break. He looked around him, and he said, "Is anybody there?" He heard, "Here!" But nobody came. So he said again, "Come!" And he heard, "Come!" But nobody came. So he tried once again, very cleverly. He said, "Here we shall meet." And he heard, "Here we shall meet." And it was Echo. She was hiding behind the trees to look at Narcissus, at the beautiful boy. She heard him, and she replied never more eagerly to the "Here we shall meet." So she crept behind him from behind the trees, and she threw her arms around him. That only didn't went too well. Narcissus threw her arms back and said, "No, may I be dead before you throw your fearful arms around me." So she got hurt. And you must know, she wasn't the only one that got rejected by beautiful Narcissus. Before her there were girls of the valleys and women of the mountains, of boys and men. And there was this one time that a boy prayed to the highest heavens and asked to curse Narcissus. He said, "May he only love himself, and may he fill in that great love." So Narcissus was cursed. One day, he went for the hunt, and he was sick with heat, and he kneeled down at this pool that was in the forest. It was very deep, and it was thick grass growing around it, and there were all these trees that were casting shadows over the pool. But Narcissus was tired, so he sat down, and he looked in the pool, and he saw two beautiful stars, and his face flushing, his beautiful neck and his shoulders, his muscled arms. He was looking at himself. He was completely wrapped up by the image, and he tried to hold it, to caress it, but he couldn't. It was only an image. As soon as he would go down into the water, the image would fade, and he had this only himself to look at. This love for himself, it cursed him even more, and he perished beside the pool. His body vanished. But at the moment he died, Echo was still there, standing and looking at him and feeling, although she was still very hurt, she felt compassionate with him. When Narcissus died, his body vanished, and the only thing that people found of his body was a gold flower with white bird petals. So, oh, is that the time? Well, I should run. If you have any questions about this seminar, please write me an email. yes.teresias@lifestylecoaching.lu. I want to thank you very much for coming. Really have to run now. Thank you so much. Menschen wie Narziss sind krank. Menschen wie Wojciech sind krank. Wojciech, der arme Soldat, befindet sich in einer konstanten Abwärtsspirale und befindet sich nun auf der Straße mit seinen beiden Peinigern, dem Doktor und dem Hauptmann. Der Hauptmann keucht die Straße herunter, hält an, keucht, sieht sich um. Hauptmann: Herr Doktor, rennen Sie nicht so!
Rudern Sie mit Ihrem Stock nicht so in der Luft. Sie hetzen sich hinter dem Tode drein. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, geht nicht so schnell. Ein guter Mensch. Herr Doktor, erlauben Sie, dass ich ein Menschenleben rette. Doktor. Pressiert. Pressiert. Hauptmann. Herr Doktor, ich bin so schwermütig. Ich habe sowas Schwärmerisches. Ich muss immer weinen, wenn ich meinen Rock an der Wand hängen sehe. Doktor. Aufgedunsen, fett, dicker Hals, apoplektische Konstitution. Ja, Herr Hauptmann, Sie können eine Apoplexia cerebri kriegen. Sie können sie aber vielleicht nur auf der einen Seite bekommen und auf der anderen gelähmt sein. Oder aber Sie können im besten Fall geistig gelähmt werden und nur fort vegetieren. Das sind so ungefähr Ihre Aussichten auf die nächsten 4 Wochen. Übrigens kann ich Sie versichern, dass Sie einen von interessanten Fällen abgeben und wenn Gott will, dass Ihre Zunge zum Teil gelähmt wird, so machen wir unglaubliche Experimente. Hauptmann. Herr Doktor, erschrecken Sie mich nicht. Es sind schon Leute am Schreck gestorben. Am bloßen, hellen Schreck. Ich sehe schon die Leute mit den Zitronen in den Händen. Aber Sie werden sagen, er war ein guter Mensch. Ein guter Mensch. Teufel, Sacknagel. Doktor, was ist das? Es ist ein Hohlkopf. Geehrtester Herr Exerziernagel. Hauptmann. Was ist das, Herr Doktor? Das ist Einfalt, bester Herr Sacknagel. Aber nichts für ungut. Ich bin ein guter Mensch. Aber ich kann auch, wenn ich will, Herr Doktor, wenn ich will. Herr Wojciech! Wojciech, da setzt sich doch uns vorbei. Bleib er doch! Wojciech! Er läuft wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihm. Er läuft wie ein offenes Rasiermesser, als hätte ein Regiment Kastrierte zu rasieren und würde gehängt über dem längsten Haar, noch vor dem Verschwinden. Aber über die langen Bärte, was soll ich doch sagen? Wojciech! Die langen Bärte. Doktor, ein langer Bart unter dem Kinn. Schon Plinius spricht davon. Man müsste es den Soldaten verbieten. Hauptmann. Ha! Über die langen Bärte. Wie ist Wojciech, hä? Hat er doch nicht ein Haar aus seinem Bart in einer Schüssel gefunden? Hä? Er versteht mich doch, oder? Ein Haar eines Menschen vom Bart eines Sapeurs, eines Unteroffiziers, eines Tambourmajors. Herr Wojciech! Aber er hat eine brave Frau. Geht ihm nicht wie anderen. Wojciech, der arme Soldat, wird gepeinigt. Der akute Geldmangel zwingt ihn, die körperlich quälenden Experimente des Doktors über sich ergehen zu lassen. Als Soldat muss er sich dem Hauptmann unterordnen. Der gebeutelte Wojciech kann dieses Machtverhältnis nicht umkehren und muss den Geldmangel zu kompensieren versuchen. Die Liebe zu Marie hält ihn am Leben. Wäre es nicht gerade sie, die mit dem höher gestellten Hauptmann in sich hingezogen fühlt. Der Tod wird die einzige Konsequenz sein. Wojciech. Jawohl. Was wollen Sie sagen, Herr Hauptmann? Hauptmann. Was der Kerl ein Gesicht macht, vielleicht noch nicht in der Suppe, aber wenn er sich eilt und um die Ecke geht, so kann er sich vielleicht noch ein paar Lippen eins finden. Ein paar Lippen, Wojciech! Kerl! Er ist ja kreideweiß! Wojciech. Ich bin ein armer Teufel und ich hab sonst nichts auf der Welt. Wenn Sie Spaß machen? Hauptmann. Spaß! Ich! Das ist nicht Spaß, Kerl! Wojciech. Den Puls, Wojciech, den Puls. Klang, hart, hüpfend, unregelmäßig. Wojciech. Die Erde ist höllenheiß. Mir ist eiskalt. Eiskalt. Die Hölle ist kalt. Wollen wir wetten? Unmöglich. Mensch. Mensch. Unmöglich. Hauptmann.
Kerl, will er ein paar Kugeln vor den Kopf haben? Er ersticht mich mit seinen Augen. Und ich meine es gut mit ihm. Er ist ein guter Mensch. Wojciech, ein guter Mensch. Doktor, Gesichtsmuskeln starr, gespannt, zuweilen hüpfend, Haltung aufgeregt, gespannt. Wojciech, ich gehe. Es ist viel möglich. Der Mensch, es ist viel möglich. Wir haben schön Wetter. Sehen Sie, so ein schöner, fester, grauer Himmel. Man könnte Lust bekommen, einen Kloben hineinzuschlagen und sich daran zu hängen. Nur wegen des Gedankenstriches zwischen Ja und wieder Ja. Ja und Nein. Ja und Nein? Ist das Nein am Ja oder das Ja am Nein schuld? Ich will darüber nachdenken. Hauptmann, mir wird ganz schwindlig vor den Menschen. Wie schnell! Die langen Schlingel greift aus, als läuft der Schatten von einem Spinnbein. Und der kurze, das zuckelt. Der lange ist der Blitz. Und der kurze ist der Donner. Grotesk. Grotesk. Martha aus Andorra. Ja, Andorra. Andorra kennen Sie bestimmt. Das haben Sie bestimmt jetzt zuletzt in den Zeitungen so gehört und gelesen. Es gab ja diesen einen, ja, ich würde es Zwischenfall nennen, ja, Vorfall halt. Ja, aber Andorra ist ein schönes Land und ein friedliches Land. Das kann ich Ihnen versichern. Ein friedliches Land. Und bei uns, da leben wirklich gute Menschen. Ja, zum Beispiel unser Herr Lehrer, der Herr Chan, der hatte damals von drüben vor den Schwarzen ein Judenkind gerettet. Mitgebracht, mit seiner Frau großgezogen, wie einen eigenen Sohn. Ja, wie einen eigenen Sohn eigentlich. Wir mochten André. Wir mochten ihn alle eigentlich. Wir hatten nichts gegen ihn. Also ich hatte jedenfalls nichts gegen ihn. Ja, habe ich denn nicht immer gesagt, ja, André ist wirklich eine Ausnahme unter allen. Er war eine Ausnahme. Ja. Haben wir ihn denn nicht gut behandelt? Also eigentlich so, als wäre er einer von uns. Naja, vielleicht ein bisschen anders halt. Aber trotzdem nicht schlecht. Wir haben ihn nicht schlecht behandelt. Ich weiß gar nicht, ob ich vor Ihnen hier reden darf. Ich soll eigentlich nachher auch sagen, wer schuld ist. Ja, wer schuld ist, das kann ich jetzt so nicht sagen. Wir mochten ihn ja eigentlich. André, der wollte Tischler werden, aber wir fanden Makler oder irgendetwas bei der Börse passt halt besser zu ihm. Tischler, ja, das muss man halt im Blut haben. Und er hat es oder hat es nicht oder doch, ja, wer schuld ist. Woher hätten wir denn wissen sollen, dass er eigentlich einer von uns ist? Einer von uns, ja eigentlich ein andorranischer Junge, ein uneheliches Kind des Herrn Lehrers, das er von drüben mitgebracht hat. Ein Kind mit einer von drüben. Ja, das wussten wir nicht. Woher hätten wir das auch wissen sollen? Ja, André war auch in die Tochter des Lehrers verliebt. Ja, in Babylon. Das wusste auch niemand, die wollten heiraten. Woher ich das weiß, bei einem Spaziergang, da ging ich an Babylons Kammer vorbei und hörte, da war andere Stimme zu hören. Ja, ich denke oft noch an ihn. Ich denke oft an dieses Gespräch zurück, eigentlich.
Aber warten Sie, ich lese Ihnen vor, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich lese Ihnen das dann vor. Also, André, schläfst du? Nein. Warum gibst du mir keinen Kuss? Ich bin wach, Babelin, ich denke. Die ganze Nacht? Ob es wahr ist, was die anderen sagen? Findest du, sie haben recht? Ach, fang jetzt nicht schon wieder an. Vielleicht haben sie recht. Du hast mich ganz zerzaust, André. Meinesgleichen sagen sie, Babelin hat kein Gefühl. Wer sagt das? Ja, manche. Jetzt schau dir meine Bluse an. Ja, alle. Soll ich sie ausziehen, André? Meinesgleichen Babelin sagen, sie ist geil, aber ohne Gemüt, weißt du? André, du denkst zu viel. Ich liebe dein Haar, Babelin, dein rotes, dein weiches, warmes, bitteres Haar, Babelin. Ich werde sterben, wenn ich es verliere. Und warum schläfst du denn nicht? Was war das? Das war die Katze, André. Ich habe sie ja gesehen. War das die Katze? Sie schlafen doch alle. Und jetzt küss mich. Worüber lachst du denn? Ich muss ja dankbar sein, Babelin. Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Von deinem Vater. Er hat mich gerettet. Er fände es so undankbar von mir, wenn ich seine Tochter verführte, Babelin. Ich lache, aber es ist mir nicht zum Lachen, wenn man den Menschen immerfort dankbar sein muss, dass man lebt. Vielleicht bin ich drum nicht lustig, Babelin. Bist du ganz sicher, Babelin, dass du mich willst? Warum fragst du das denn immer? Die anderen sind lustiger. Die anderen. Vielleicht haben sie recht. Vielleicht bin ich feig, sonst würde ich endlich zu deinem Alten gehen und sagen, dass wir verlobt sind. Findest du mich feig? Ich gehe nicht mehr nach Haus, André, damit sie mich in Ruhe lassen. Ich denke an dich, André, den ganzen Tag. Wenn du bei der Arbeit bist und jetzt, wo du bei mir bist und wir alleine sind. Ich will, dass du an mich denkst, André, nicht an die anderen. Hörst du? Nur an mich und an uns. Und ich will, dass du stolz bist, André, fröhlich und stolz, weil ich dich liebe, vor allen anderen. Aber ich habe Angst, wenn ich stolz bin. Und jetzt will ich einen Kuss. Viele, viele Küsse. Ich denke nicht an die anderen, André. Wenn du mich hältst in deinen Armen und küsst, ich denke nicht an sie. Glaub mir. Ja, aber ich. Du mit deinen anderen die ganze Zeit, André. Ich weiß nicht, wieso ich anders bin als alle. Sag es mir, wieso? Ich sehe es nicht. Jetzt ist es schon wieder 3. Ja, lass uns schlafen. Ich langweile dich wohl. Soll ich die Kerze löschen? Du kannst schlafen, ich weck dich um 7. Das ist kein Aberglaube, oh nein, Babelin, das gibt's. Menschen, die verflucht sind. Und man kann mit ihnen machen, was man will. Ein Glück genügt. Und plötzlich bist du so, wie sie sagen. Das ist ja das Böse. Alle haben es in sich. Keiner will es haben. Wo soll es hin? In die Luft? Ja, in der Luft ist es, aber dort bleibt es nicht. Es muss in einen Menschen hinein, damit sie es packen und töten können. Kennst du den Soldaten namens Spider, Babelin? Er hat ein Auge auf dich. Der? Ich dachte, du schläfst. Ich gebe ja zu, wir haben uns in dieser Geschichte alle ein bisschen geirrt. Ja, damals. Ja, ich habe auch geglaubt, was alle anderen geglaubt haben. Ein Judenkind, das unser Lehrer gerettet hat vor den Schwarzen drüben und mitgebracht und großgezogen mit seiner Frau. So, als wäre es sein eigener Sohn. Und wir fanden es alle großartig. Also ich jedenfalls fand es großartig. Ich hatte nichts gegen ihn. Ich
Ich hatte wirklich nichts gegen ihn. Ich habe immer gesagt, André ist eine Ausnahme. Ich hatte nichts gegen ihn. Habe ich ihn etwa an den Pfahl gebracht? Ich war nicht mal an dem Tag dabei. Und als er in meinem Geschäft gearbeitet hat, habe ich dann ihn nicht gut behandelt. Nicht so wie die anderen. Ja gut, der musste seine Lehre zahlen, aber trotzdem habe ich ihn wie die anderen halt behandelt. Ich bin nicht schuld. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich bin nicht schuld, dass er getötet wurde. And like voice training, and also we did some practices of experiencing the room and these things, and then we slowly worked towards we improvised some scenes at the beginning as well, which was really nice and really fun, and we worked towards telling a story, which I at first interpreted a little as a monologue. So to have like steady lines and learn them but I discovered that it can be in a way more freely, and also because you let go of the lines, you also experiment and improvise more and experience more about what it is to be on stage and to move and to have to be flexible as an actor. That was my experience. Thank you. Yes, I did the same. But for me it was more the problem than for Ruth to overcome myself and to go out of myself. And yeah, that's what I learned with you. It's the first time on the stage for you, more or less? Or yes. Okay. She did a great job. I think she was quite true on her feelings and the way she expressed herself. It was, I will say, Rina, because through the process, but I really will say that you decided to be on the stage last Wednesday. Yeah, I think so. Yeah. Then to really say, okay, now I go. Wow. Beautiful, thank you. Okay, Sasha, for you? Well, yeah, there is not much to add to yours. I don't like, I'm not the guy that usually plays theatre. Not at all. I do this stuff backstage, and I like to be backstage. It was nice to be here on stage for once, but I learned a lot. I liked it somehow, but I like to stay in the back again. It's just as an anecdote. Before in the training, I asked them to perform a song that they have to dance to make the choreography, and hopefully with the playback. As a way of really forgetting everything, the fears, and taking the decision to be there. So I think Rina, she has to make this song of fame. Fame. I'm gonna live forever. 80s? Everybody more or less was in the 80s and dancing with choreography, everything. Look, you did the Bee Gees, no? Yeah, something out of Saturday Night Fever. Yes, with the choreography dancing. And Sasha, you have the Tiger, what is called the song? The Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. And so he was really performing this boxer. And I mean, everybody did a great job. They learned the choreography, the song, they were very present on the stage. But I must say, when Sasha did this, he will do really this, he will put all the energy that is required, because it's high level of energy to have to give. And as we have been discussing before, everybody worked much in the intellectual world here. So to take the decision and to go out of your dynamic and your comfort, but he did it, and we were all like, because he put his energy out, so that was a great gift. This is the moment in which the public, the audience, and everybody who is around say thank you, because it's, to give, and this is the stage as well. So, thank you very much once again, thank you to everybody, and, have a nice Christmas. Thank you very much.